Die Entscheidung ist, wenn ich die Wahl hätte, die ich hoffentlich nie haben werde, zwischen mit der Diktatur die Welt retten oder demokratisch in den Untergang, würde ich immer den Untergang wählen. Weil ich im tiefsten Innersten Demokrat bin und weil die Freiheit mir das wichtigste Ziel ist. Aber natürlich muss man alles tun, damit diese Alternative nicht steht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Demokratie mit der Klimakrise besser klarkommt als alle Diktaturen oder autokratischen Staaten. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass wir uns bei der Freiheit oder bei dem Begriff von Freiheit verrannt haben. Und zwar deswegen, weil gerade wir im Westen haben uns daran gewöhnt, dass wir immer mehr Konsum und Mobilität, immer mehr materiellen Durchsatz haben und eine immer größere Schneise der Verwüstung über die Erde ziehen und das Freiheit nennen. Die Freiheit, kaufen zu können, was man will, die Freiheit, in jeder beliebigen Form hinreisen zu können, wie man will. Und dabei ist uns das Bewusstsein für die vielen anderen Freiheiten, die wir haben, die eigentlich vielmehr den Kern betreffen, die Freiheit, Parteien zu bilden, die Meinungsfreiheit, die Berufsfreiheit, die Freiheit, in jedes Land gehen zu können, das man will. Alle diese Freiheiten sind völlig unberührt von den materiellen Bedingungen, die wir vorfinden oder vielleicht auch von den materiellen Einschränkungen, die wir in Kauf nehmen müssen, wenn wir die Klimakrise nicht verschärfen wollen. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Dematerialisierung des Freiheitsbegriffs und eine Rückbesinnung darauf, was die eigentlichen Freiheiten in unserem Leben sind, die uns zu selbstverständlich geworden sind. Demokratie oder eine freiheitliche Gesellschaft ist keine Formalität, sondern es muss auch wirklich Alternativen geben, zwischen denen man wählen kann. Und wir bewegen uns mit der Klimakrise in eine Situation hinein, in der es immer mehr notstandsähnliche Momente geben wird. Das heißt, da übernehmen dann entweder die Damen und Herren vom Technischen Hilfswerk oder die Damen und Herren von der Wissenschaft. Die sagen dann, was jetzt noch zu tun ist in der äußersten Notsituation. Und um eine Verkettung von Notsituationen zu vermeiden, müssen wir dramatisch umsteuern, weil sonst die Demokratie und die Freiheit auf einem ganz anderen Weg, als wir das vom letzten Jahrhundert gewohnt sind, gefährdet wird. Nämlich nicht dadurch, dass irgendwelche autoritären Menschen die Freiheit abschaffen, sondern dass wir ganz materiell die Alternativen abschaffen, dass wir uns in eine Notstandsdemokratie hineinbewegen, die dann in Wirklichkeit keine Demokratie mehr ist. Das heißt, jedes eingesparte Molekül CO2 erweitert unsere Freiheit im Sinne von Alternativmöglichkeiten. Deswegen lohnt es sich, für das Klima zu kämpfen, um die Demokratie zu erhalten.